Hallo, herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute gibt es wieder ein Schnitzvideo. Ich möchte Sparrenköpfe beschnitzen. Das ist eine sehr schöne Übung, wenn man mit dem Schnitzen auch beginnen will, dass man mit so einfachen Formen und Flächen beginnt. Also ich meine jetzt nicht mit einem Sparrenkopf, weil nicht jeder hat gleich so einen Balken. Aber das System, ja, also davon kann man was lernen. Und wenn jemand sagt, er möchte für Haus, Hof und Garten sowas bauen, ja dann bitte gerne hier Anregungen rausziehen und das vielleicht für persönliche Zwecke gerne verwenden. Ich habe das schon gesehen an Eingangsbereichen, wo tolle Zimmermannsarbeiten waren, also aus Balken so ein Vorhaus gebaut wurde und das hat dann noch jemand schön beschnitzt. Das hat mich auch sehr angesprochen und es sieht wirklich sehr schön aus. Und hier war das was ganz Ähnliches, also solche Sparren als Ziersparren, die schon vom Anfang an so geplant waren, habe ich noch mit dem Zimmermann besprochen, der mir das dann auch bestätigt hat. Das war also im Altbestand schon so gebaut worden, ja, dass diese Sparren als Ziersparren da gedacht waren und davon mussten jetzt 12 Stück ersetzt werden oder neu gebaut werden, weil dieses Haus da eben beschädigt war entsprechend. Und ich habe das jetzt hier als Auftrag, als eine Rekonstruktionsschnitzarbeit durchgeführt, also als Teil einer Restauration, wenn man so will, das ist der Überbegriff, und die Rekonstruktion, also das Wiederherstellen, ist dann ein Teil davon. Okay, ich werde das weiter kommentieren, dieses Video. Nochmal kurzer Rückgriff auf das Video von letzten Sonntag, 1. August. Und zwar war das etwas kontrovers. Man sieht wunderschön, was leider ein bisschen traurig ist, die Spaltung in unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft ist stark polarisiert. Das sieht man auch an dem Verhältnis von Daumen nach oben und nach unten, ja, dass das gespalten ist. Irgendwie auch in den Kommentarspalten kann man das sehen, wie das wirklich auseinanderdriftet. Ich habe das nicht mit vorangetrieben, sondern diese Aussage müssen sich tatsächlich die Leute gefallen lassen, die die Regierungsgeschäfte vorantreiben und führen, dass sie hier eine Polarisierung vorantreiben durch Zwangsmaßnahmen oder auch medizinische Interventionen, denen sich nun alle unterziehen sollen und daran entsprechende Vorgänge geknüpft werden. Die Dynamik ist klar, das wird sich weiter auf der Straße entladen, das wird jeder Psychiater so bestätigen. Also wenn der Druck immer höher wird, wenn man ein nasses Stück Seife festhält und in der Hand verkrampft, dann wird es irgendwann oben rausspringen. Und das könnte nun weiter passieren, dass sich das auf der Straße weiter entlädt. Also ich wünsche mir das nicht, ja, da bin ich dagegen oder finde das sehr bedenklich, wenn solche Vorgänge passieren werden. Wir haben es ja nun schon gesehen, dass am Sonntag, an diesem Tag, wo Leute ihren Widerstand kundgetan haben, denn es ist ja nun in der Verfassung auch ihr gutes Recht, dass sie das dürfen, selbst wenn das nicht gestattet ist. Wer fragt denn da schon immer um Erlaubnis? Das ist natürlich auch eine sehr deutsche Mentalität. Und es ist natürlich auch sehr unverfroren, wenn also hier ein Innensenator, der früher bei der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands war und dann erfolgreich ein Sozialdemokrat geworden ist, das Ganze verbietet und da entsprechende Riegel vorschiebt, dann hat das natürlich ein Geschmäckle, was vielen nicht passt, die sich vielleicht politisch woanders ansiedeln oder die einfach für ihre Freiheitsrechte da auf die Straße gehen möchten. Das ist nun sehr traurig, dass da ein Mann ums Leben gekommen ist. Ich habe dieses Video aufgenommen für die Leute, die das nicht mehr können, denn das war ja medizinisches Nachdenken und Video über entsprechende offene Fragen, also die tatsächlich im Raum stehen. Kein Mediziner hat darauf geantwortet oder in den Kommentaren irgendwas geschrieben. Man sieht, dass diese Gruppe unter Druck gesetzt wird. Ich habe ja nun auch in der Familie, Verwandtschaft entsprechend Leute mit Doktortiteln versehen, die auch nichts gesagt haben oder so. Also man fragt sich wirklich, werden diese Leute massiv weiter unter Druck gesetzt? Denn viele, wenn sie etwas Kritisches öffentlich sagen, mit Name und Adresse und so weiter,
müssen Sie damit rechnen, dass Sie von der Ärztekammer unter Druck gesetzt werden, dass Sie Ihre Approbation verlieren können, wenn Sie medizinische Meinungen äußern, die dem Narrativ widersprechen. Aber Ärzte müssen sich ja nun mal aus Studienquellen entsprechend, medizinischen Fachjournals, aus öffentlichen Quellen, WHO, auch RKI und so weiter, ihre Datenfakten suchen und daraus nach bestem Wissen und Gewissen die Antworten für die Patienten formulieren. Und wenn Sie das tun, können Sie es nicht mehr öffentlich sagen, zumindest wenn Sie kritisch sind, anderer Meinung sind oder auf die offenen Fragen mal schauen wollen, wird es Ihnen sehr schwer gemacht. Es wurden ja sogar auch Praxen durchsucht von der Polizei. Wie gesagt, viel mehr Ärzte als sonst üblich, sonst waren es vielleicht mal 1, 2 im Jahr oder in so einem großen Flächenstaat dann vielleicht 10, 20, die ihre Approbation verloren haben. Jetzt sind es halt viele, viele Fälle, die um ihre Existenz bangen und deshalb nichts mehr sagen können. Also ich dachte, wir leben in einer freiheitlichen Demokratie, in einem offenen Land und Staat, wo man seine Meinung sagen kann, wo es freie Rede gibt. Dafür stehe ich ein. Deshalb habe ich das gemacht für die Gruppen, die es nicht mehr können. Weil wenn Sie zum Beispiel vor 3, 4 Monaten einen Maskenattest ausgestellt haben, können Sie jetzt daran hochgenommen werden, weil die Polizei massiv danach sucht und dann auch die Ärzte belangt, die sowas ausgestellt haben. Und auch das kann gute medizinische Gründe haben, wo Leute schwere Diagnosen haben und ihre Gesundheit dadurch gefährden, weil auch die Studienlage dagegen spricht von 46 Studien, die also das Ganze kritisch wenigstens beleuchten. Diese Seite kann man auch mal gerne sehen. Gut, das ist jetzt nicht die Diskussion, aber wir haben diese freie Rede und da drüben steht das Gefängnis für die politischen Häftlinge in der DDR. Ein Museum, wo ganz viele Schüler durchgeschleust wurden, wo noch keine Corona-Zeit war. Und natürlich jetzt geht's im Sommer, waren wieder ein paar mehr Leute da. Aber was ziehen wir denn für Lehren daraus, dem Unrecht, was da geschehen ist? Oder wurden da etwa keine Leute mit Röntgenstrahlen bestrahlt, die danach verstorben sind? Und wurden sie etwa nicht deformiert und psychologisch fertig gemacht? Ist das etwa nicht geschehen? Wurden sie etwa nicht als so eine Art Ware irgendwie an den Westen verkauft, weil dieser Staat, dieser ehemalige hier pleite war? Ist das etwa nicht vorgekommen? Wurden diese Leute etwa nicht deformiert als Feinde des Sozialismus? Doch, das ist passiert. Und es war eine Form der Propaganda, die Selbstzensur mit voranzutreiben, dass man nicht mehr sagen konnte, was man wirklich gedacht hat oder gefühlt hat oder wie die Überzeugung war, wo man vielleicht intellektuell gebildet war. Das war nicht mehr möglich. Jedenfalls nicht in einer freiheitlichen Form. Natürlich gibt es noch härtere Regime und das waren vielleicht bestimmte Ausprägungen des Unrechts. Da kann man sich jetzt darüber streiten. Sicher, ohne Frage. Aber diese Selbstzensur will ich nie wieder haben, denn jeden Tag, wenn ich da vorbeifahre, werde ich an dieses Grauenvolle erinnert, was da geschehen ist, was ich mir da angeschaut habe und was ich aus den Erzählungen der Bürger aus diesem Land weiß. Ich will das nicht haben. Ich stehe für freie Rede und will keine Selbstzensur, nie wieder Selbstzensur. Und so habe ich das für die Leute gemacht, die es nicht mehr können. Das muss sich keiner gefallen lassen, deformiert zu werden oder beleidigt zu werden. Wer mich hier beleidigt, den werde ich ich werde nicht zögern, auch solche Leute von meinem Kanal auszuschließen, wenn sie mich persönlich angreifen, wo ich versucht habe, einfach nur über wissenschaftliche Erkenntnisse nachzudenken, weil es die Leute, die da drüben im Ärztehaus sitzen, nicht mehr können. Ich will das auch nicht glauben, aber es wird immer schärfer, der Ton, und deshalb habe ich das hier aufgenommen. Nun gut, das ist jetzt hier nicht das Thema. Ich danke allen, die mit kommentiert haben und die mich auch ermutigt haben. Die haben gesagt, Rückgrat. Genau, niemand muss sich irgendwie verkrümeln im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Ordnung. Wer auf dem Boden des Rechtsstaates steht, darf sich auch äußern und seine Meinung da entsprechend im Rahmen des Möglichen kundtun. Bitte tut es und bitte, liebe Ärzte, wenn Sie dort massiv unter Druck gesetzt werden, ziehen Sie alle Register, auch die Register des Rechtsstaates, und wehren Sie sich gegen diese massive Deformierung. Sie sollen Ihren Beruf frei ausüben,
Dafür sind sie angetreten und haben ihren Eid geschworen. In diesem Sinne möchte ich Sie da gerne unterstützen und gerne auch würde ich bei ihm da oben für Sie ein gutes Wort einlegen und darum bitten, wenn Sie mich fragen sollten, kann ich das gerne tun. Viel Freude beim Schnitzen und beim weiter Zuschauen und beim Umsetzen auch von eigenen Projekten. Dafür ist dieses Video gedacht, also viel Spaß beim Zuschauen. Die Sparrenköpfe lassen sich wunderbar mit der Bandsäge bearbeiten. Ich kann da die Rundung in wenigen Schnitten anarbeiten und dann auch den stumpfen Winkel und diesen kleinen Hals, der sich da auch noch ergibt, schön aussägen. Und das überschleife ich mit dem Bandschleifer, um diesen Sägeschnitt zu entfernen und tue das noch schön nacharbeiten, auch mit dem Stemmeisen zum Teil. Aber jetzt geht es hier wirklich los mit der Schnitzarbeit und dafür ist diese Japansäge natürlich ein sehr gutes Ergänzungswerkzeug, weil, wie es am Ende mal verbaut wird, ist es ja eine Zimmermannsarbeit und dann kann ich natürlich diesen feinen Sägeschnitt auch an der kleinen Platte, die ganz unten entsteht, stehen lassen. Ja, und dann nehme ich mir ein schönes breites Balleisen, 6 cm breit, und ich nehme dieses hier, das ist so ein altes japanisches Breiteisen, was ich mal bei Dictum gekauft habe, und es hat unten eben nur eine Phase, ja, es ist nicht beidseitig geschliffen wie so ein Bildhauereisen, sondern ich kann das hier an dieser Zimmermannsarbeit schön einsetzen, weil diese Phase mir erlaubt, eben diese Ausrundung dieser Kante, ja, diese kleine Kehle, diese halbe Hohlkehle schön herauszulöffeln, weil diese Phase auch einen recht stumpfen Winkel hat, und dann kann ich auch hier längs dieses kleine Zierprofil damit richtig schön anhauen und regelrecht das Holz wegspalten, und da lerne ich eben auch sehr viel über den Faserverlauf, weil ich ja merke, ob das mir reinreißt, wenn ich den ersten Span abspalte, das erste Holz wegspalte, und da lerne ich also sehr viel über den Faserverlauf, und dadurch, dass ich diese stumpfe Phase habe oder diese eine Phase, kann ich eben auch hier schön in die Tiefe arbeiten und ich komme mit dem Griff hinten nicht an die Kante ran oder kaum, und es geht also gerade so noch gut, und deshalb habe ich dieses Eisen hier verwendet und kann da fast bis zum Schluss ranhauen, ja, und dann kann man eben noch weiter sauber schnitzen und ausarbeiten, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht. Das werde ich dann aber noch weiter bearbeiten. Genau, und dann nehme ich wieder die Japansäge, schneide auch hier diesen Einzug der Kante hinein, eben mit diesem Balleisen. Sieht man richtig schön, wie ich in die Kurve reinarbeiten kann, so leicht auslöffeln. Und da würde ich eben hier dieses Eisen benutzen, so weit wie es geht, aber eben vorsichtig, dass ich immer an den Linien bleibe. Und jetzt, sehr spannend, kann man hier beobachten, lege ich also die Spiegelfläche des Eisens auf, ja auch jetzt hier in diesem Fall des Balleisens, weil der Schnitt da richtig schön über diese konvexe Rundung sich hinwegführen lässt. Also ich habe hier positiv und negativ. Ich arbeite jetzt an der positiven Rundung. Da entsprechend dem Kreisbogen entsteht eine sehr schöne, ja, gegensätzliche Form und Gegenform. Und die kleine Hohlkehle tut es also wunderbar ergänzen. Hier ist jetzt so ein Ast, da habe ich erstmal probiert, ob der irgendwie ausbricht, ob das sich, ja, der Schnitt irgendwie verläuft oder so, und dann kann ich da rüber klopfen, nachdem ich weiß, wie sich das verhält, arbeite das ein bisschen ein, nehme auch wieder die Japansäge, um dieses abgefaste hier oder dieses in Phase gestellte schön auszuführen, weil mir der kleine Schnitt mit der Japansäge eben wunderschön einen Stopp gibt. Das spaltet hier regelrecht toll weg, weil das ja hier genau mit der Faser verläuft. Da kann ich also richtig schön arbeiten. Hau das weg entsprechend. Manchmal ist diese Fichte, obwohl es ja ein Weichholz ist, auch widerspenstig, weil die Jahresringe, die im Winter entstehen, ziemlich hart sind. Und da muss man also auch ein bisschen mit den Eisen gucken, dass man da manchmal noch nachpolieren muss, wenn kleine Kratzer entstehen. Das hilft dann auch sehr. Ja, und dann nehme ich halt ein kleineres Balleisen, weil ich will jetzt hier schnitzen. Ich möchte, dass das schön gestochen ist, und da nehme ich dann ein kleineres Balleisen, weil mir das gut hilft, auch über diese härteren Jahresringe hinweg zu schneiden, ja, dass ich das noch gut vernünftig führen kann. Also wenn man sehr viel Kraft hat in den Armen und Händen, kann man natürlich auch das große Eisen weiterhin benutzen, ist dann aber manchmal ein bisschen schwierig, genau an den Linien zu bleiben. Da unten entsteht ja an diesem direkten Sparrenkopf wie so eine schöne Rundung, die eben ja längs oder in der Gegenrichtung, die Achse verläuft genau entgegen der Achse des eigentlichen Sparrens, und da entsteht unten noch so eine kleine Ecke durch diese Rundung, die ich dann auch noch gleich ausstemmen werde.
Jetzt kann man sich ja darüber streiten, ob das zu viel Bearbeitung im Sauberschnittsbereich ist. Sicherlich, ich meine, wenn das von einer gewissen Höhe von 2-3 Metern angeschaut wird, kann man das letztendlich auch gehauen lassen. Ich tue jetzt hier auch draufhauen. Also da kommt man schon recht weit auch mit den hauenden Schlägen für solch eine Arbeit. Ja, kann man das eben auch behauen lassen. Wenn es draußen ist, da kann man das so lassen. Für Innenräume, da würde ich auf jeden Fall nochmal schön nachschnitzen. Überall, wo Sichtflächen sind, die vielleicht sogar auf Augenhöhe sind, auf jeden Fall nochmal schön sauber schnitzen. Das lohnt sich dann auch hier mal ein wenig dahinter zu bleiben. Außer der Balken ist schon von vornherein irgendwie von Hand zugehauen. Ja, also dass er viereckig gehauen wurde mit so einem Zimmermannsbeil oder so. Dann könnte man natürlich auch hier diese verzierenden Schnitte mit den Schlägen und den Spuren, die die Werkzeuge erzeugen, schön gestalten. Das wäre dann noch eine Abwägungsfrage, aber in diesem Fall ist ja hier alles sehr geometrisch und genau und das ganze Haus überhaupt auch. Deshalb finde ich das sehr schön, wenn man das so ausarbeitet. Ja, nun gut, jetzt tue ich diese Kehle hier wundervoll auskehlen und tue praktisch dieses überschüssige Material noch abtreiben und dafür empfiehlt es sich wirklich ein sehr schönes, scharfes Hohleisen zu verwenden, was sehr gut in die Rundung passt. Und in meinem Fall habe ich hier in meinem Schnitzeisensatz einen Stich 5, 18 mm gefunden. Da fange ich also immer an den Außenkanten ein. Das hat den Grund, die Kante zu sichern, ja, dass mir das nicht direkt abplatzt oder ausbricht, dass ich also nicht von einer Kante bis zur anderen durchschneide. Man kann das machen, wenn man sich sehr sicher ist, das Eisen schön scharf ist und dann muss ich es aber so ein bisschen eindrehen, wie man jetzt hier sieht. Ich tue den Schnitt so ganz leicht noch ein bisschen eindrehen, wenn ich da durchschneide und dann kann ich die Kante auch nochmal brechen. Das mache ich aber nur, wenn ich mir sicher bin, dass da nichts wegplatzen wird an der gegenüberliegenden Ecke, wo ich rüberschneide. Das ist die Schablone, womit ich diese Bögen aufgezeichnet habe und durch dieses Aufzeichnen ist so ein bisschen Bleistift, Graphit da hängen geblieben und das kann ich also auch benutzen, wenn ich das einmal da vorsichtig ranhalte, um nochmal zu markieren, dass dieser Kreisbogen exakt wird und dann breche ich die Kante, radiere auch noch ein bisschen Bleistift weg und so. Diese Kante muss auch noch gebrochen werden. Genau, und also hier dieses Auskehlen, das ist sehr wichtig, das exakt jetzt hier durchzuführen, dass ich wirklich dieses Material fachgerecht da eben abtreibe und da nochmal dieses Überschüssige wegschnitze, was das Balleisen nicht schafft, weil ich da nicht so exakt in die Kurve hineinarbeiten kann. Ja, da muss ich wirklich ein Hohleisen verwenden, habe ich festgestellt. Ich wollte es erst nur mit dem Balleisen machen, das sieht aber überhaupt nicht gut aus. Also da nochmal ein Hohleisen nehmen und das auch immer wieder mal scharf halten, mal nachpolieren oder abziehen. Habe ich gemerkt an der Fichte hier, da leiden schon so ein bisschen diese zarten Schneiden. Da muss man da ein bisschen darauf achten, dass es immer sehr schön scharf ist, weil das Holz in den Sommerjahresringen sich sofort zusammenschiebt, wenn ich mal quer arbeite zur Faserrichtung. Und hier muss ich halt so ein bisschen arbeiten. Manchmal wird es dann sich etwas zusammenschieben, die weichen Jahresringe in so einem Holz. Aber das ist okay. Breche ich die Kante hier. Das ist auch sehr wichtig, wenn der das jetzt verbaut, also der Fachmann, Zimmerer, dass der sich da keine Schiefer einreißt und so weiter, dass man da schön darauf achtet. Und insbesondere für Innenräume, wenn ich jetzt sowas mache, würde ich das jetzt hier so, wie ich es tue, sauber schnitzen. Ja, man kann sich jetzt darüber streiten, völlig übertrieben, kann man weglassen, klar, aber da lernt man jetzt auch wieder was. Wie ist der Faserverlauf, weil ich ja sehr sensibel spüre, reißt da irgendwie die Faser rein, weil die vielleicht etwas schräg oder drehwüchsig gelagert sind. Also da kann ich auch sehr viel über den Faserverlauf lernen, wenn ich das mal so frei nachschnitze. Und dann kann ich natürlich auch schön die Ecke sauber schneiden. Das gibt mir aber der Sägeschnitt weitestgehend vor. Ich radiere die Linien weg. Das wird dann auch noch ein Fachmann entsprechend noch farbig gestaltet. Und jetzt kommt hier die Volute und da kann ich von vornherein gleich mal sagen, wer sowas vorhat.
Also ab 4 cm Buchstabengröße, das ist ja entspricht genau dem Schnitzen eines Buchstabens, ob es nun Buchstabe, eine Volute, was auch immer ist, würde ich ab 4 cm Größe gleich mal den Geißfuß auspacken. Und der Anfänger wird natürlich sich eine Schablone machen für den exakten Winkel der Kerbnut, ja, wie diese in ihrer Tiefe ausgeführt werden soll, dass er das kontrollieren kann und damit auch seinen Anstellwinkel kontrollieren kann oder eben einen entsprechend flacher gewinkelten Geißfuß verwenden muss. Wenn er den Geißfuß nicht hat, kann der Anfänger natürlich auch das rein mit dem Stechen ausführen, dass man erstmal den Mittelriss dieser Kerbnut einsticht. In diesem Fall müsste man da ein Hohleisen verwenden, um die Kurve hinzubekommen. Sticht da schön tief ein und tut dann die beiden Flanken sozusagen rechts und links ausarbeiten. Ich mache das hier mit dem Geißfuß, dass es schneller geht. Der ist recht tief gehöhlt. Das ist also ein Stich 41, 12 mm. Es gibt ja auch noch den Stich 39, der ist etwas flacher in seinem Winkel. Der wäre auch sehr gut für Anfänger, dass man die Kerbe nicht sofort zu tief macht. Ich hätte hier aber gerne eine tiefe Kerbe, ja, weil das ja von weiter unten angeguckt wird und da will ich also richtig schön Kontrast haben. Deshalb hier gerne etwas tiefer reinschnitzen. Das kann mir aber beim Sauberarbeiten dann im Endeffekt so ein bisschen das schöne Spiel hier ruinieren, dass ich es nicht richtig sauber bekomme. Also da muss man sich zuerst darüber Gedanken machen, wie tief man diese Kerbe ausführen möchte und für welchen Zweck diese bestimmt ist. Und wenn ich den Geißfuß verwende, muss ich immer sehr akribisch auf die Faserrichtung achten. Ja. Ich muss immer wieder in andere Richtungen schneiden. Und hier, sehr spannend, ich beginne jetzt das Auskerben und da habe ich jetzt also ein Hohleisen genommen und kann das regelrecht um diese Rundung, die sich ganz vorne bei der Volute ergibt, herumführen, ja, diesen Außenbleistiftstrich verfolgen, steche in die Tiefe und dann fällt das regelrecht heraus. Ich nehme dann im nächsten Zug einen Stich 5 und dann noch so Flacheisen, um die Kerbe ab da weiter auszuführen. Und hier jetzt wieder mein Stich 5, 18 mm. Ich kann diese Rundung, die Hohlung des Eisens da an diese Form anlegen, die sich im inneren Bereich ergibt. Kann damit sehr schön sauber stechen. Und dann haue ich natürlich auch, um hier schneller voranzukommen, ich muss ja 12 Stück, also 24 Voluten schnitzen. Dann tue ich natürlich auch mit dem Klopfen arbeiten, da komme ich ein bisschen schneller voran. Manchmal hat man nicht immer diese Kraft aus bestimmten Positionen, das über dieses Hirnholz, wir reden ja hier schon über Hirnholz- oder Halbhirnholzbereiche, eben diese Werkzeuge rüberzuführen. Gerade wenn sie jetzt 3-4 cm breit sind, macht da so ein gewisses Klopfen mit dem Klüpfel wirklich Sinn. Und da kann ich schön Schnitt an Schnitt setzen. Ich habe hier einen Stich 5, 35 mm und einen Stich 3, 35 mm. Bei den flachen Wölbungen hilft mir das wunderbar. Ich kann damit fast sauber schnitzen. Man sieht es ja, dass die Kerbe schnell, zügig sauber wird und dass man das eben recht rationell auch hinbekommt. Wenn man jetzt das nicht kann, dann würde vielleicht ein anderer Fachmann aus dem Tischlerhandwerk oder so auch einen spitzen Fräser verwenden und eine Schablone für die Oberfräse. Das kann man auch machen, ja. Wenn man das mit dem Schnitzen sich nicht zutraut, würde das sicherlich auch gut funktionieren. Insbesondere, wenn das von weiter weg angeguckt wird, könnte das auch sehr geometrisch exakt wirken. Ja, und dann nehme ich hier noch so einen Stich 3, 12 mm und wieder den Stich 5, den kleineren, und schnitze da noch so ein bisschen den Rest sauber. Dann habe ich gerne noch so ein bisschen mit der Hand eben nachgearbeitet, nochmal so kleine Fusseln und so weggeschnitzt. Und auch da, wenn ich jetzt so ein bisschen längs arbeite, muss ich immer mit dem Faserverlauf aufpassen, dass ich immer schön mit den Rundungen arbeite, nicht gegen die Faser schnitze. Und wo diese Längsbereiche sind, das sind also hier die schwierigsten Bereiche in der weichen Fichte. Also da ist es sehr schwer sauber zu schnitzen, auch mit den schärfsten Werkzeugen. Und manchmal verlaufen mir auch noch Risse, sehr unvorteilhaft. Das hilft mir sehr schön, dieser kleine Stich 3, 12 mm dann zum Schluss nochmal. Genau, und so auf diese Weise wird die Kerbe exakt, die Nut, diese Kerbnut. Und als Anfänger würde ich mir wirklich eine Pappschablone machen
und wenn ich das hier so auskerbe, dann halt kontrollieren, dass ich dort meinen Anstellwinkel immer schön exakt habe, dass ich nicht zu tief komme, und das würde ich so lange dann trainieren, bis ich das in einem Gefühl entwickle und die ganze Sache gut läuft. So, ich möchte dann nochmal kurz in einem Kommentar eingehen auf diese fertigen Sparren und das als Schlusswort dann so stehen lassen. Dann sind noch ein paar Bilder zu sehen. Nochmal ein paar Worte zum Schluss zu diesen Balken. Also wir haben hier schöne Sparrenelemente. Davon habe ich jetzt diese 6, die hier liegen, geschnitzt, und 6 sind schon am Bau. Also insgesamt waren das 12 Stück, die erneuert werden mussten. Nach der alten historischen Bausubstanz. Also das Gebäude ist dem Historismus nahe oder da angelehnt, dass wir also hier alte historische Formen haben. Also das Gebäude wird so um die 150, mindestens 100 Jahre alt sein. Wir haben hier eine sehr, sehr interessante Form hier an diesem Balken. Also das ist immer die Unterseite, die man sieht von diesen Sparrenköpfen. Die haben übrigens auch nur eine reine Zierfunktion. Wenn ich das hier mal vorziehe, ist das hier schon das Ende. Das wird also mindestens ab hier im Haus drin stecken, sozusagen in der Wand eingelassen werden. Vielleicht wird sogar noch was abgesägt. Die haben keine wirkliche tragende Funktion, diese Sparrenköpfelemente hier oder diese Sparrenköpfe, sondern werden einfach an diesem Dachvorsprung als Zierelemente angebracht, und das war wahrscheinlich auch schon von vornherein so vorgesehen, weil die eben sehr aufwendig hier auch gearbeitet sind. Das muss man ja auch entsprechend handeln können, und an einem richtigen langen Balken wäre das natürlich sehr, sehr aufwendig zu machen. Es geht, klar, ohne Frage, aber so lässt sich das auch einfacher arbeiten, zumindest in der Rekonstruktion. Wir reden ja hier wirklich von einer Rekonstruktion, also was sich am alten historischen Original orientiert. Es darf aber in diesem Fall dann als eigenständige Arbeit erkannt werden. So ist es von den Kunsthistorikern auch gern gewollt, dass man noch eine Unterscheidung erkennen kann zwischen historischer Bausubstanz oder historischem Original bei einer Skulptur zum Beispiel und einer Replik. Ja, dass man da also wirklich noch sieht, das hat der Handwerker heute im 21. Jahrhundert gefertigt. Ja, wir haben hier diese spannende Form. Das ist genau genommen eine Volute, die eben von den ionischen Kapitellen entlehnt ist. Und das waren also die griechischen Tempel, wo diese Kapitelle waren. Da war links und rechts eben eine gespiegelte Volute, oben diese große Kapitellplatte und unten dann die Säule entsprechend. Da war immer diese Volute dran. Und hier haben wir das Spannende aber, dass das eben nicht spiegelgleich ist, sondern versetzt sich widerspiegelt, eben auch das Versetzte sogar noch in der Plastizität. Hier ist das negativ eingearbeitet und hier kommt das plastisch raus, wo man sich sozusagen diese eingezogene Form hier entsprechend mit dieser Kugel auch weiter denken kann. Also das ist sehr toll gestalterisch auch gemacht, das Ganze, ja. Wirklich durchdacht, dass der Sparrenkopf hier vorn sehr schön betont ist, dass hier wie so eine durchlaufende Stange eigentlich entsteht, die das Gebäude rahmt an dieser entsprechenden Kante, die unter diesem Dachvorsprung um das Gebäude dann an der Seite entlang läuft, und hier auch mit diesen abgewölbten Rundungen, diesen rund gedrechselten Kugeln aus Fichte eben, die links und rechts eben das Kugelvolumen bilden. Also sehr interessant auch gestaltet das Ganze. Da haben sich wirklich Leute Gedanken gemacht. Und das ist eine spannende Zierform, die wir hier also in Berlin finden können, weil das ja ein historisches Gebäude ist. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass man hier oben also entsprechend diese Kreisbogenform auch wiederfindet, dass das hier wirklich hier oben dem Kreisbogen genau entspricht, wie diesem Kreisbogen hier. 10 cm, so breit sind diese Balken im Original. Wir haben erst mit 12 cm Balken experimentiert, also mit dem Dachdecker Zimmermann, der eben das ausgewählt hatte, aber 12 cm war zu breit und die Originalmaße sehen daran völlig verloren aus. Wir mussten diesen Balken also auf 10 wirklich runterhobeln, und jetzt passen die Proportionen ganz herrlich hier dazu. Auch dieses in Phase gestellte hier, um vorne den Sparrenkopf richtig herauszuholen und zu betonen. Also es ist genial einfach gemacht, aber
Dennoch tut es das Ganze wunderschön betonen. Hier haben wir eben diese schönen Kehlen, die sich hier so einziehen jeweils. Und durch dieses Zierprofil, was wirklich ja sehr klein ist, aber auf beiden Seiten kommt es kommt richtig schön gut dominant rüber, aber ist sehr einfach, simpel zu machen. Da entsteht hier diese kleine Platte, eben diese leichte Halbkehle auf beiden Seiten und auch hier wieder Form und Gegenform, dass es hier also so plastisch reinläuft, die Volute einleitet, ja, diese Form hineinführt in dieses eingezogene und dann hier die Gegenform, dass das also auch durchdacht ist, zusammenpasst. Genial gemacht. Von unten entsteht, ja, man guckt ja immer von unten, dann, wenn man da an diesem Gebäude sich bewegen wird, sieht man hier wie so eine Kreuzform. Also sieht man auch manchmal in Mauerwerken, dass da so wie eine Kreuzform noch eingemauert ist mit vertieften Ziegelsteinen oder sowas an alten Stallungen oder Bauernhöfen. Durchaus zu finden, auch aus dieser Zeit. Da hat man sich sicherlich auch Gedanken gemacht. Und ja, also das lässt sich hier ganz einfach machen mit einer Bandsäge, eben einsägen, mit dem Bandschleifer dann entsprechend schön nachgeschliffen, lässt sich auch gut bearbeiten. Natürlich dieses Weichholz, wenn man da selber irgendwas vorhat, so ein Carport oder ja, einen bestimmten Pavillon oder irgendwas bauen möchte oder gar in einem Haus, kann man natürlich auch mit schnitztechnischen Möglichkeiten da ganz schön, sage ich mal, was rausholen oder auf die Kacke hauen. Also das sieht schon ziemlich aufwendig aus und da kommt richtig was rüber. Ich finde das sehr schön und spannend, weil einfach das Original das vorgibt und das sich auch recht einfach, sage ich mal, mit meinen Methoden, was ich hier arbeiten kann, umsetzen lässt. Und das sind also so im Anfängerbereich jetzt hier dieser Kerbschnitt. Kann man auch wundervoll üben mit dem Holz, natürlich nicht ganz einfach, aber das hier auch mit dieser Säge lässt sich das genau einsägen. Das kann man auch so gesägt lassen, wenn die Säge schön fein und scharf ist und arbeitet dann einfach, wie ich es im Video gezeigt habe, diese entsprechende Phase an und diese Halbkehlen. Und das kann man auch hier wunderschön mit dem Hohleisen ausführen, um diese Rundung der Halbkehle schön hinzubekommen. Also ganz tolle Sache. Auch hier in diesen Formen kann man natürlich schöne Hohleisen auch in der Breite, schöne breite, flach gewölbte Hohleisen und Flacheisen einsetzen. Und selbst dieses Element ist recht einfach herzustellen an der Drechselbank und viele machen das ja auch als Hobby. Also da wird man sicherlich viel Freude haben beim Nachahmen. Würde ich ja gern ermutigen wollen, hier was zu probieren oder auch mit Freunden oder für bekannte Verwandte da vielleicht zum Werk zu schreiten, weil man da schön mit gestalten kann, auch mit einfachen Mitteln. Okay, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, das war noch ein schöner Abschluss. Ich mache das natürlich beruflich. Das waren jetzt entsprechende Aufträge, die ich hier ausgeführt habe. Kannst du mich natürlich gerne anfragen, wenn dich sowas interessiert, oder du machst dich selber daran und versuchst hier etwas zu schnitzen. Bis zum Wiedersehen und ciao.